Und dann grüße ich euch zu einer neuen Folge The Outer World, wo wir jetzt in der Grube sind und hier sind eine Menge Feinde, aber wir sind noch getarnt. Jetzt müssen wir noch mal schauen, wo wir hin müssen überhaupt. Nach dort hinten. Wie komme ich da hin? Eine Menge Roboter, wir haben keine Unterstützung. Das ist ungünstig, aber wir könnten... Kostet sogar 0. Na dann, gehen wir rein. Und wir haben hier ein Terminal. Was kann ich hier machen? Lagerverzeichnis, bringt mir das doch was? Ausgehend, eingehend. Diktur. Okay, hier fährt man doch mal sehr viel über die Kryo-Varianten. Oder Experimente. Versuchen. Gefangenenliste. Bin ja gespannt, ob wir hier überhaupt welche retten können. Rockets. Okay. Kein Plan, was das ist. Aber ich befürchte dass wir hier... Naja, zumindest das Ende erreichen. Da wir komplett aufstocken durften. Unsere Waffen und alles mögliche. Bei den Verkaufsautomaten tippe ich mal, sind wir hier wirklich kurz vor der großen Schlacht. Aber wirklich halt auch sehr angenehm mit dem Holomantel. Alter, das ist riesig. So, jetzt müssen wir noch dort hinten. Aber auch hier nicht im guten Zustand, die Basis. Let's go, troops. Stellar base counting on us. Wo kommen die her? Ach, lol. Geil. Nee, ihr seid auf unserer Seite? Ah, okay, cool. Oh, ups. Wir sind vielleicht jetzt etwas beschädigt. Alles sind noch hier, oh, wie ist denn die? Ikolasten, Klasten oder so in der Richtung? Geil, das wird jetzt helfen. Mega, ich krieg auch irgendwie gerade voll viel Schaden. Das Sam ist halt so geil. Nice. Okay, cool. Hat sich das doch gelohnt, dass wir alle auf unsere Seite gebracht haben. Okay, momentan sind wir ja unsichtbar für die. Dann können wir das auch ausnutzen. Jedes Mal hier durchballern. Riskant. Okay. Ich aber 90% verfehlt habe. Wie viel? Ah, fuck. Okay, das war vielleicht etwas dumm. Aber vor allem, da kam ja gefühlt dann 10 Leute auf einen zugerannt. Das ist, ja, schön. Ach ey, wieder hier. Speicher doch auf der anderen Seite nochmal. Damit ich jedes Mal nochmal durch den Loading Gate hier durch muss. Okay. Gut, nochmal den gleichen Weg. Können wir ja... Ich hoffe, das Pad, das könnten wir nochmal lesen, ob das noch wichtig sein könnte. Weil wir hier nochmal ganz entspannt lang können. Gut, dann geht das ja. Wir können mal den Gedankenstrahler wieder etwas mehr nutzen. Könnte ja vielleicht ganz lustig werden. So, wo lang? Oder? Na komm, ich denke mal, es dürfte im Allgemeinen einfacher sein, wenn alle hier tot sind. So schön funktioniert. So gottverdammt angenehm. Oh. Richtig fette Ballerei. Und treff dich mal, weil ich gegen alle schieße, aber nicht gegen... Sie. Rekrut. Boah, die Sniper ist ganz okay. Der muss am Leben bleiben. Wir klären dir einfach alles. Okay, dann ab hier rein. Und wahrscheinlich machen wir jetzt. Wir räumen gleich auf. Hält aber was aus.
zumindest. Alter, ich dachte, was tut mir gerade davon zu, aber das ist nicht so der Art. Ups. Schön. Okay, wir sind ja wieder getan. Nicht wundern. Ja, der hat ja auch geführt. Also die Genauigkeit ist echt nicht geil, wenn man nicht gerade analysiert. So, ich will mal kurz wissen, was kann sie. Okay. Das kann sie. Schön. Hat sich ja großartig gelohnt. So, hier ist ein Wähler. Der ist einfach hinüber. Dieser Euro ist halt so gottverdammt stark. Da ist versiegelt. Und hier müssen wir rein. Ja, Tür aufschließen. Well, look who it is. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. Ah, and the wayward doctor. Are you about done with your escapades? We have faces that need lifting, after all. These days, I'm more interested in breaking them. Wouldn't mind taking a swing at yours. And... oh, I had heard you were dragging around a repurposed janitorial mechanical? My staff jokes that it's because you're a walking pile of refuse. Interactive database updated. The unique organic substance labeled Chairman has been classified as filth, imminent for incineration. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. Ja, das ist doch mal ein sehr schön, wunderbarer, lieber Mensch. Aber welche Ankündigung überhaupt? Haven't you heard? Phineas is working for us now. It took some doing, but employing an efficient management strategy of putting our guns to his head seems to have done the trick. Ja, das war ja zumindest in einer gewissen Weise klar. Wenn ich mich nicht selbst werde ich mich selbst überzeugen, ja. Ja, könnte man so sagen. Ach, juckt hier keinen. Cool. Ja, jetzt hier nicht gerade so wichtig. Mehr lebenslange Gefängnisstrafe zufolge. Ach. Ja. Kameras. Bringt's eigentlich überhaupt etwas? Gut. So, wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich auch wieder böse, oder? Nur Tarnmodul geht an. Hätte ich ihn nicht umlegen können? Sollte ich ihn umlegen? Ich bin mir gerade unsicher. Ich meine, das komplette Gefängnis ist zumindest zum Teil schon gestürmt. Wer kommt jetzt hier? All right, MF. I'm not one for rousing speeches, but the captain needs our help. So, Die guten alten Emsal-Soldaten. fight! Scoured with prejudice. Die Säure einfach. Wo kriegen wir denn hier überall Schaden? Aber, oh, nein. Speichern. Das sollte ich mal immer nicht vergessen. Speichern? Kann ich gerade nicht speichern? Okay, das ist wirklich ein starker Angriff. Ich glaube, der Hammer macht Schallwellen, demzufolge. Die guten alten MSI-Soldaten, okay, also demzufolge haben wir, glaube ich, alle aufgebracht, die wir aufbringen könnten, um hier einzumarschieren. So, nach dort hinten. Ach, hier rein. Guess this is it, huh? Difficult job ahead? Consider equipping a pack of Sam's special solvent stain-out remover. It's ruthless on residual blood splatter. Schön. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. Ja.
das Machtgleichgewicht. Was ist da jetzt ein Gleichgewicht? Ich wirklich gerne. Naja, sie wird wahrscheinlich Phineas foltern oder töten oder sowas in der Richtung, tippe ich mal. I'm afraid I can't do that. I'm aware of your diplomatic talents, Captain. You have a gift for manipulation, but I warn you, I'm no easy mark. For all your talents, you are the enemy of Halcyon, and therefore you are my enemy. Führen oder versuchen drauf zu gehen. Ja, schon verstanden. Aber eigentlich sind wir auch hier wegen Phineas. You make a nuanced and compelling argument. Here's my rebuttal. No. Dr. Wells is being held in my custody. His cooperation will prove invaluable, even if I have to beat it out of him. All that's left to do is put down this riot, arrest you, and then get on with the bloody business of saving this colony. Ich glaube, da ist ein wenig. Ja, sie ist nicht gerade zum Überreden da. Du verstehst es nicht. Phineas ist mein Freund, ja. Deine Vorstellung ist töten. Macht keine Freude. Ja, fordere mich am besten nicht heraus. Wir sind der Held der Sterne. I'm aware of your propensity for violence. Halcyon is a bloodier place because of you. I take no pleasure in this, you know. I simply have no other option. Leaving you alive is too great a risk. Goodbye, Captain. Ja. Wir können doch mal. Ich glaube, hat zwar keinen Sinn, aber was soll's. Fair enough. I'm giving you exactly one chance to parley with me. Richtig überlege, dann sind wir hier fertig. Schön. This prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on sight and rinse your remains down a drain. And don't worry. I will inform Dr. Wells that you died heroically, or something. Wo ist jetzt der Roboter? Okay. Warte mal. Sam gibt uns doch, glaube ich, mehr Schaden gegen Roboter. War da nicht sowas in der Richtung? Wo war's? Ja, 20% gleich mal. Legen wir los? Wenn ich die richtige Tür finde. Oh ja. Okay, hier ist bestimmt zu. Ich könnte die aufschließen sogar. Oh, was soll's. Sehr kreativ, muss ich sagen. Wie viel Schaden? Ja, also. Ist das geil. Der wird sowas von installiert von uns. Klingen wir gleich mal los. Sam gleich wieder. Oh. Das aber nicht, weil die Kampfvögel noch sind. Das könnte Probleme verursachen. Wir müssen einfach schauen, dass wir möglichst viele treffen. Ach geil. Verdammt. Großes verdammt. Das sieht gut aus. Komm mal. Das ist aber gerade nicht gut. Gar nicht gut. Das muss ich auch machen. Jetzt eine ganz große Frage. Worin der Landesteuer etwa funktioniert? Ups. Weil das wäre noch eine interessante Frage. Weil wenn das funktioniert, dann könnten wir, glaube ich, die Kampfdrohnen relativ gut beseitigen. Okay, legen wir ganz normal los, hätte ich gesagt. Weil leider... Ja, ich müsste halt hier aufschließen können. Dann würde es gehen. Ist aber das so geil. Okay, warte mal. Wir arbeiten mal hier. Ich dachte extrem ein bisschen nach. Warte mal kurz auf. Noch einmal hier mit.
second fan coming up. On your Jetzt kommen left, die Drohnen. customers. Dann nehmen wir das hier mit. Das funktioniert doch Substance is verdammt. resistant to cleaning efforts. Oh, die Waffe zurück, das ist so eine verdammt gute Idee. Ja, schön. Okay. Oh nein. Die müssen wir einfach. Ja, das ist schon geil. Okay, aber die Drohnen sind immer noch ein gewisses Problem. Zwar nicht so stark, aber es geht. Ja, das wird so langsam nachgeht. Das ist schade. Ah, die liegt halt einfach. Weil die so eine gottverdammt hohe Feuerrate hat. Ich glaube, Ausführen gibt tatsächlich extra Schaden. Nice. Es funktioniert. Es ist halt wirklich, dieser Gedankenkontrollstrahl, der ist halt, der hat uns hier wirklich gut vorangebracht. Kann man nicht anders sagen. Okay, Sam wieder auf den Beinen, ja. Laden wir mal ganz kurz nach. Wir speichern. Immer nicht vergessen. Und ich brauche wahrscheinlich die Schlüsselkarte von ja. Haben wir doch irgendwas, was nachgeladen werden muss? Ja. Hier noch? Nee, ist nachgeladen. Gut. Dann stürmen wir jetzt hier rein. Das sieht echt edel aus. Oh, richtig schick. Wir hätten uns wahrscheinlich wirklich hier vorbeischleichen können. Von der anderen Seite. Aber was soll's. Why won't you just die? My kinda act. Not bad, huh? Ist sie tot? Wow. Hat sich ja richtig gelohnt. Aber gleich mal einen Stufenaufstieg. You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved, and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. Ja, was haben die dann getan? Nicht, dass hier noch Rückspiel kommt, weil die Gedankentechniken irgendwie angewendet haben. Das wäre ganz böse. I'm all right, thanks to you. Akande wanted my cooperation. I'm quite sure she would have beaten it out of me if you hadn't arrived. You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Ja, es hat, naja, so oder so halt noch extrem viel Arbeit. Die ganzen restlichen Vorstände oder Konzerne, wenn du es halt so haben willst, und halt das Nahrungsproblem, ja, da ist noch einiges an Arbeit auf uns. Naja, ja, gar nicht gut an. Irgendwie schon. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. They haven't exactly been hands-on around here anyway. So there's one less rubber stamp to worry about. Earth is humanity's home planet, Miss Fenhill. The psychological effects of losing our original home will be devastating. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Oh ja, da ist wirklich eine Menge Arbeit vor uns. Yes, we do.
You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Kann ich ablehnen? Das wäre so mies. Du rettest so alle und dann, kein Bock mehr, ich mach erstmal ein Jahr Urlaub. Einzig Kompetente, die noch übrig ist. Kannst du auf mich zählen, ich werde helfen, ja. Das haben wir schon immer getan habe, und zwar, was ich will, wann ich es will. Okay, es ist aber nicht direkt ablehnen, also es ist unschön. Ja, irgendwer muss ja die Kolonie kümmern, irgendwie schon. Ich meine, wir sind ja im Grunde ja beinahe sowas wie ein Symbol. Wir haben ja so viele zusammengeführt wieder und verbunden gegen die Konzerne. Naja. When I revived you, I thought you were going to help me save this colony. I was wrong. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going to save us all. I'm just the one who set you on your path. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? Ja, in einer gewissen Weise ist das schon aufregend. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast's manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Sublight Salvage adapted to the changes in Halcyon, shifting their business model to suit the times. Their claims of legitimacy were scrutinized, but ultimately unquestioned. Lilia Hagen would continue to protect her family as ruthlessly as ever. After returning to Edgewater, the deserters negotiated workplace reforms with Reed Thompson, including a single day of rest, which came to be known as a weekend. As the world around him changed, Thompson found himself pining for the old days. He was known to spend his weekends in the cantina, nursing one of the few remaining bottles of Zero-G, and repeating to himself, "It's not the best choice, it's Spacer's choice." As for Adelaide McDevitt, she tended to her garden in solitude for another year before passing away. Her body was discovered some months later,
when Reed Thompson paid her a visit in an effort to make amends. Her remains were buried in a place of honor, underneath the floor of the Edgewater Cannery. Reed believed this was what she always wanted. Under the leadership of Junlei Tennyson, the groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Ellie savored her adventures on the Unreliable. Once they were done, she returned to life as usual, running missions of dubious legality, shunning respectable work, and living life to the fullest. She meant to reach out to her one-time captain, but she was always bad at keeping in touch. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. After all he'd seen and heard adventuring with you, the vicar Maximilian de Soto renounced his faith and joined the effort to rebuild the colony. Ironically, he finally found the joy that had eluded him over the course of his life, and realized that perhaps he was always meant to be just a simple laborer after all. He quickly dismissed the idea. Though Parvati eventually grew comfortable aboard the Unreliable, she never quite came out of her shell. She seemed to prefer the company of Ada to the crew, and she could often be found neck-deep in cables and grease, telling Ada funny stories from her childhood. While the colony fell into chaos, she found an island of relative peace with Ada, and they formed an unusual bond. She decided to remain aboard the Unreliable permanently as its chief and sole engineer. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group, a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Though Minister Clark was eventually released from house arrest, long years of isolation left him a changed man, little suited for bureaucratic work or for the colony that was changing around him. He remained in his estate largely by choice, fading from public view. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later.
His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Ja, und das war prinzipiell The Outer Worlds. Aber so wie es klingt, geht's ja im nächsten Teil, der ich glaube irgendwann nächstes Jahr kommt, irgendwas in der Richtung, wieder Richtung Erde, irgendwie. Da bin ich auf alle Fälle gespannt. Also ich muss sagen, dafür, ich glaube, das ist ja von einem relativ kleinen Entwicklerstudio sogar. Und war schon sehr kreativ auf alle Fälle. Vielleicht das, ja, Waffenhandling war es immer noch nicht ganz so geil. Aber sonst hat es einen guten Eindruck gemacht. Definitiv. Da würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und damit ciao.